Ein herzliches Willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Develop Forums. Mein Name ist Stephanus Schürmann. Ich verantworte gesamtheitlich den Geschäftsbereich Handel bei der Develop AG. Wir kümmern uns heute in diesem Vortrag um das Thema der Kassendatenarchivierung. Hört sich trocken an, ist aber ein ganz spannendes Thema. Als Einzelhändler sind Sie verpflichtet, Bon- und Transaktionsdaten revisionssicher aufzubewahren. Und das für einen sehr, sehr langen Zeitraum, 10 plus 1 Jahre. Bei einem Handelsunternehmen einer größeren Couleur kommen hier sehr, sehr schnell im Jahr Millionen, gar Milliarden Bon-Daten pro Jahr zusammen. Das ist eine gewaltige Menge, die in irgendeiner Art und Weise archiviert und auch bereitgestellt werden muss. Wie diese Art der Bereitstellung, der Archivierung und insbesondere die entsprechenden Prüfalgorithmen in Verbindung mit der Kassensicherungsverordnung, der GOBD und auch der DSFIN-VK, den gültigen Standards für diese Thematik aussehen, das präsentiert Ihnen heute unser Partner, die Consult SK. Wir freuen uns riesig, dass wir heute den Stefan Kaup hier zu Gast haben, der Ihnen diese ganze Thematik, diese etwas trockene Thematik scheinbar, aber sehr kurzweilig rüberbringen wird. Stefan, die Bühne gehört dir. Vielen Dank, Stephanus. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Vielen Dank, dass ich hier heute da sein darf und ja, dieses spannende Thema präsentieren darf. Kassendatenarchivierung. Ja, die Laola-Welle nehme ich natürlich gerne auf, die der Stephanus da eben soweit angefangen hat. Und lassen Sie uns doch mal schauen, was Sie heute erwartet. Denn das Thema ist sehr, sehr vielschichtig und deshalb möchte ich Ihnen erstmal eine Übersicht der Anforderungen an die Kassendatenarchivierung soweit geben. Dann folgt dahin ein Beispiel, wie dies mit einer Kassen-IT-Architektur soweit, insbesondere auch mit den Develop-Lösungen, abgebildet werden kann. Und letztendlich sollen Sie ein Gefühl dafür kriegen, wo Sie da gerade stehen. Gibt es da Handlungsbedarfe bei Ihnen im Unternehmen? Denn Sie werden gleich sehen, da ist so einiges, was in den letzten Jahren soweit zusammengekommen ist, was da der Gesetzestext sagt, was letztendlich die Prüfungsdinge, die über die Jahre hinweg da auf den Weg gebracht worden sind, seitens des Finanzamts da soweit innehaben. Vorab für Sie, all das, was ich Ihnen natürlich hier heute erzähle, sind Dinge, die letztendlich keine Rechtsberatung soweit innehaben, sondern wir berichten hier aus unseren Erfahrungen und diese Erfahrungen sind jetzt mittlerweile über 15 Jahre. Ich selber habe in verschiedenen Projekten hier die Erfahrungen sammeln können, damals noch in Individuallösungen bei jedem Kunden, weil die ja halt entsprechend unterschiedlich waren. Inzwischen ist vieles standardisiert, ja, und darauf können wir dann entsprechend aufsetzen. Mein Name ist Stefan Kaup, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Consult SK GmbH. Wahrscheinlich haben Sie von uns noch nicht so viel gehört. Wir sind sehr, sehr speziell unterwegs. Und wo sind wir das? Wir sind in der Prozessberatung unterwegs und machen dort auch ein entsprechendes Coaching und vornehmlich in den Teilbereichen Order to Cash und Purchase to Pay. Dort gibt es natürlich Standardprozesse und gerade dort, wo wir uns jetzt gerade bewegen, gibt es da leider viel zu wenig im Standard. Deshalb haben wir ein entsprechendes Add-on entwickelt und haben das auf den Markt gebracht. Das Ganze machen wir agil, das heißt, wir sind template-orientiert, kommen mit Vorlagen bei Ihnen ins Haus, können unsere Lösung sehr, sehr schnell soweit implementieren, in der Regel zwischen 6 Wochen und 3 Monaten und letztendlich mit dem Part, dass wir dort natürlich geschäftswertgesteuert das Ganze dann auch angehen, heißt natürlich zu geringen Kosten. Und mit wem sind wir da soweit unterwegs? Natürlich mit der Develop, aber auf der anderen Seite sind wir auch SAP Silberpartner. Das heißt, wir entwickeln auch dort die entsprechenden Lösungen für die Kollegen in Walldorf. Wir sind dort auch Preferred Partner. Das heißt, wenn Sie auf die SAP zugehen und das Thema Kassendatenarchivierung ansprechen, ja, dann werden Sie an uns verwiesen. So, wieso sind wir hier? Was ist Fakt? Fakt ist, um diesen Part müssen Sie sich kümmern. Sie brauchen in Ihrem Unternehmen eine Lösung, die letztendlich alle relevanten Daten rund um den Kassenprozess verwaltet, Sie eine Möglichkeit haben, das Ganze zu auditieren und natürlich deren Vollständigkeit zu gewährleisten. Und warum ist das Fakt? Weil es Kraftgesetz so ist. Und lassen Sie uns mal gerade einen kleinen Ausflug wagen, woher das Ganze so weit kommt. Und letztendlich fängt das mal ein bisschen weiter nach hinten gerichtet zeitlich an mit der Abgabenordnung 1977 und geht dann durch über verschiedene Schreiben, die es da gegeben hat und verschiedene Schlagwörter, die Sie ja vielleicht auch kennen, GOBDS, GDPDU, also Grundsätze der Datenhaltung und Prüfung digitaler Unterlagen,
wo der Gesetzgeber 2002 gesagt hat, Mensch, unheimlich viel findet digital statt und deshalb wollen wir das Ganze auch digital prüfen. Deshalb GDPDU steht auch für Gib dem Prüfer deine Unterlagen. Und das war ganz, ganz großes Neuland. Denn wie mache ich das überhaupt? Wie kriege ich das hin? Und damals noch mit dem Fokus, wirklich ein Original zu haben, einen Bon, können wir nachher nochmal drüber diskutieren, was überhaupt ein Original ist. Aber letztendlich, ich übersetze es einfach mal so, wie es heute gang und gäbe ist, das XML, was aus der Kasse so weit rausrutscht, das muss ich 10 Jahre so weit aufbewahren, ja, und irgendwie dem Prüfer dann nachher zur Verfügung stellen. Dass das nicht so einfach ist und dass da leider Gottes auch viel links und rechts an der Ladentheke vorbeigeht, das hat der Gesetzgeber im Fokus und deshalb hat er hier in Folge verschiedene weitere Dinge auf den Weg gebracht. Erstmal allgemein mit der GOBD 2015, aber kurz in Folge mit dem Kassengesetz, das 2016 hier der Gesetzgeber dem Tribut gezollt hat, dass er vermutet, 12,5 Milliarden Euro jährlich nicht an Steuergeldern zu bekommen. Und da kommt natürlich einiges zusammen und deshalb hat er ein paar Dinge auf den Weg gebracht, insbesondere spezifisch das Kassengesetz, wo er in Aussicht gestellt hat, was er dann demnächst alles prüfen möchte und auch damals schon gesagt hat, 2020 wird das Ganze dann gültig sein und das Ganze dann nochmal viel detaillierter beschrieben hat mit dem, was er da haben will. 2018 mit der Kassensicherungsverordnung, wo solche Schlagwörter drin standen wie TSE, Kassennachschau, DSFIN-VK und da muss man halt entsprechende erklärende Worte finden. Aber letztendlich sehen Sie jetzt unten auf den Folien 2 Pfeile und das muss Ihnen jetzt auch soweit bewusst sein. Zum einen haben Sie die Regelung der GDPDU immer noch 10 Jahre zurück und der GOBD, aber auch jetzt zusätzlich noch die Fiskalisierung. Und wenn man das jetzt mal übersetzt, was da steht, Kassennachschau heißt, der Prüfer kommt bei Ihnen in die Filiale und kann sagen, ich möchte diese Verkaufsvorgänge prüfen und ich möchte auch die Daten mal mitnehmen. Das ist das eine, kann man sich noch so weit vorstellen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die TSE. Und TSE steht für Technische Sicherheitseinrichtung. Und was steckt dahinter? Ja, das beinhaltet eine Signierung Ihres Bons, Ihres Verkaufsvorgangs in einer Filiale. Und das hat inne, dass Sie letztendlich jeden Verkaufsvorgang signieren und diese Signatur natürlich auch aufbewahren müssen. Und DSFIN-VK, was das ist, da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein. Ja, 2020 hat der Gesetzgeber gesagt, Mensch, da müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Wie sieht es aus? Nicht alle die ganzen Vorkehrungen, die ich eben soweit benannt habe, wie die technische Sicherheitseinrichtung, die dann auch zertifiziert werden musste durch das BSI, war zu dem Zeitpunkt durch, sodass der Gesetzgeber gesagt hat, bis März 2021 gibt es eine Übergangsregelung und bis dahin können sich die Steuerpflichtigen noch ein bisschen Zeit lassen, insbesondere die, die auch auf Cloud-Signaturen gesetzt haben. Ja, und es ist jetzt halt gekommen, wie es kommen sollte. Ab 1. April diesen Jahres sind wir da auch entsprechend unterwegs. Und was das im Detail bedeutet, auch in Richtung der Anforderungen, gehe ich mal gerade mit Ihnen durch. Und wo sind wir da? Im Bereich der GOBD. Und der Stephanus hat es eben schon mal so weit gesagt, wir müssen das alles aufbewahren. Und zwar jede Einnahme, Ausgabe und übrigens auch sonstige Vorgänge. Sonstige Vorgänge, da summiert sich so etwas drunter wie Schublade auf, Schublade zu, Kassiererwechsel, Schublade rein, Schublade raus, das Ganze 10 Jahre aufbewahrt, wie es sich gehört. Natürlich revisionssicher, Brücke, Develop, D3-Archiv. So sind wir und die Develop auch zusammengekommen in unseren Projekten. Dann natürlich Einzeldaten und Strukturinformationen, die auch digital auswertbar zur Verfügung gestellt werden müssen. Bitte ganz kurz merken, das kommt gleich nochmal. Dann muss eine retrograde und progressive Prüfung soweit ermöglicht werden. Das bedeutet vom Verkaufsvorgang an der Kasse über die einzelnen Systeme, wo dieser Bon dann nachher soweit durchgeht, wie zum Beispiel Data Warehouses, Retail-Systeme, Finanzbuchhaltung. All das muss entsprechend auch im Zuge eines Belegflusses nachgewiesen werden können und natürlich dann nachher dem Prüfer zur Verfügung gestellt werden in einem sogenannten Z1, 2 und 3 Zugriff. Z1, 2 heißt, Sie müssen ihm eine Oberfläche geben, wo er recherchieren kann und entweder macht er das selber oder Sie machen es für ihn. Und Z3 ist Datenträgerüberlassung. Ferner erforderliche Organisationsunterlagen, die noch mit dazugehören, inklusive Verfahrensdokumentation. Ganz heißes Thema,
gerade in den Prüfungen, die wir auch gerade begleiten. Und dazu gehören dann auch Handbücher, Bedienungsanleitungen und Programmieränderungen, die über die Jahre hinweg dann soweit auch durchgeführt worden sind. So, das ist alleine GOBD und jetzt kommt die Fiskalisierung dazu. Einmal eine Erweiterung der inhaltlichen Anforderungen an den Kassenbon. Wenn Sie da jetzt mal zur Zeit draufschauen, da hat sich ein bisschen was getan, der hat sich verändert in den letzten paar Monaten. Da ist auch Beginn, Ende Ihrer Transaktion drauf. Da ist ein QR-Code drauf, wo viele Dinge auch drin verschlüsselt sind und so ein Hashwert, das ist diese Signatur. Das ist hier auch mit der technischen Sicherheitseinrichtung gemeint. Und letztendlich ab 2020 auch der Z3-Zugriff, also Datenträgerüberlassung in dem sogenannten DSWNVK-Format. Das ist die digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme. Was steckt da dahinter? Naja, hat die GOBD das nicht so weit definiert in den vergangenen Jahren, was wo zu stehen hat und in welchem Datenformat das kommen sollte, hat der Gesetzgeber das hier soweit jetzt festgelegt für die Kassendaten, ja, und macht es natürlich hinsichtlich der Prüfung wie viel einfacher. Dann muss eine Kassennachschau ermöglicht werden, das hatte ich vorhin schon einmal soweit kurz beschrieben, und, kleine Anekdote, eine verpflichtende Meldung des Kassensystems an das Finanzamt. Wer das jetzt machen will, der kommt ein bisschen in Schwierigkeiten. Diese Schnittstelle gibt es leider noch nicht, ist zwar seit 2020 angekündigt, aber ja, da sind Sie als Steuerpflichtiger auch in der Hohlschuld und müssen dann mal schauen, wann Sie die dann melden können. Gut, was ist denn, wenn man es nicht macht? Und wenn man da mal schaut und von oben nach unten jetzt mal guckt, was ich Ihnen da gerade auch präsentiere, das ist schon alles recht erschreckend. Das geht bis hin zur persönlichen Haftung des Geschäftsführers. Denn Ausreden zählen da nicht. Die Themen, die ich Ihnen gerade soweit benannt habe, sind seit Jahren in der Diskussion. GOBD, sowieso kann man sich nicht rausreden. Fiskalisierung ist durch die Presse gegangen. Ihre Kassenanbieter haben Sie mit Sicherheit darauf aufmerksam gemacht. Aber das alles zusammenzukriegen, das ist nicht immer einfach. Und wenn man das alles so sieht, mit all dem, was da steht, über Zwangsgelder und allen das, was sich da soweit drum rankt, da wird man nicht nur nachdenklich, sondern da kriegt man ganz andere Gedankengänge. Denn ja, da ist man von den Dingen, die ich hier gerade mal auch jetzt bildlich dargestellt habe, nicht weit entfernt. Was ist jetzt da die Lösung? Und wenn wir da einmal schauen, wie das überhaupt mit den Anforderungen aussieht, und nichts bringt mehr als so ein Bild dann dazu, wie sieht denn überhaupt so eine typische Landschaft aus, wo eine Kasse dabei ist und auch gegebenenfalls SAP-Systeme. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Letztendlich mit einer Kasse, ganz klar, einer oder mehrere. Wir haben zwischen 5 und knapp 8.000 Kassen in der Verwaltung über unsere Lösung. Also die ganze Bandbreite, die es da soweit gibt. Und Stephanus hat es vorhin gesagt, da kommen ruckzuck Millionen, Milliarden an Datensätzen soweit zusammen. Und welche Datensätze, das führe ich Ihnen gerade mal aus. Zum einen gibt es jetzt neu die TSE, die technische Sicherheitseinrichtung für die Signatur. Und was da rausschwirrt, ist der sogenannte TAR-File. Das ist diese Signatur, diese entsprechende Bezeichnung ist jetzt gang und gäbe. Und ja, zu jedem Bon muss es eine solche geben. Daneben gibt es natürlich noch andere Daten, die man soweit betrachten muss, neben dem Original, was da soweit rausschwirrt. Da gibt es noch den Kassenabschluss, da gibt es noch diesen Beschreibungsstandard DSWNVK, den ich Ihnen eben soweit ausgeführt habe. Ja, und in der Regel ist es so, wenn man die Prozesskette mal soweit verfolgt, ist es so, dass das Ganze in die entsprechenden Warenwirtschaftssysteme soweit übergeleitet wird. Hier beispielhaft mit einem SAP-K über einen Data Hub, also so eine SAP PI, wer sich da an der Stelle mit auskennt, damit benannt. Im SAP-K werden die Daten eingespielt auf Positionsebene, Kopf- und Positionsebene. Da gibt es entsprechende Anreicherungen, Verdichtungen, Veredelungen. Gegebenenfalls muss da auch mal was angepasst werden, weil Stammdaten mit der Kasse nicht übereinstimmen und das Ganze sonst nicht verbucht werden kann. Kleine Steuerabweichungen, die gehören auch mit dazu. Und letztendlich wird es dann weitergeleitet in Richtung Faktura und auch natürlich in Richtung Finanzbuchhaltung, denn, hatten wir vorhin, von links nach rechts muss man die gesamte Prozesskette soweit ausführen. Und was da dann noch alles dahinter steckt, ist natürlich, dass das Ganze revisionssicher abgelegt werden muss in einem entsprechenden Archiv, hier jetzt aufgeführt mit dem Developed Documents für unsere Lösung Receipt4S. Das ist letztendlich das D3-Archiv, das sowohl on-prem als auch in der Cloud soweit zur Verfügung steht.
Und wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, was wir vorhin soweit ausgeführt haben, brauchen wir da über das Ganze eine Verfahrensdokumentation, ganz sicher. Und natürlich müssen die Prüfungen ermöglicht werden und das von links nach rechts systemübergreifend. Und wenn wir jetzt noch mal gerade schauen, wo die ganzen relevanten Steuerdaten sind, dann sind sie genau hier. Und zwar in den verschiedenen Prozessketten untergebracht, in den verschiedenen Systemen mit entsprechenden Fortschreibungen. Und ja, das alles zusammenzuführen, das ist letztendlich nicht so einfach. Und wenn man die Verfahrensdokumentation als Klammer soweit sieht, dann muss man das Ganze auch IT-technisch übersetzen und wir brauchen letztendlich auch eine IT-technische Klammer darum. Und letztendlich müssen wir das Ganze monitoren und verwalten. Diese gesamten Daten, die da soweit dazugehören, es muss archiviert werden, abgelegt werden, revisionssicher, all das, was Sie da jetzt soweit sehen. Es muss letztendlich eine Vollständigkeitskontrolle durchgeführt werden, dass also alle Daten auch zueinander passen, valide sind, eine Protokollierung sämtlicher Vorgänge, die da natürlich anhängig ist und das Ganze natürlich auch nachweislich in einem Belegfluss. So, und zu guter Letzt ja, muss man das Ganze natürlich auch für Prüfungszwecke nachher zur Verfügung stellen. Und da sind wir dann an der letzten Stelle. Dann sind wir nämlich bei diesem Z1, 2 und 3 Zugriff mit einem Reporting, was natürlich dazugehört, mit länderspezifischen Formaten gegebenenfalls. Also das, was ich Ihnen jetzt präsentiert habe, ist natürlich für Deutschland, für den deutschen Markt, aber wir sind europaweit unterwegs, ja, und jedes Land ist da auch ein Stückchen anders. So, und wenn wir dann schauen, habe ich so etwas im SAP-Standard? Nein, leider nicht. Aber es gibt viele Werkzeuge, die natürlich dieses mächtige Tool soweit innehat. Und die haben wir uns zunutze gemacht und haben mit unserem Add-on, dem Receipt4S, eine Lösung auf den Weg gebracht, um diese gesamte Kette von links nach rechts auch soweit zu tracken. Je nachdem, wie auch die jeweilige IT-Landschaft ist, natürlich auch ausgeprägt in der vollen Gänze, wie ich sie Ihnen hier präsentiert habe. Aber wir haben auch Kunden, die eine Kasse haben, ja, und nur eine Finanzbuchhaltung. Dann muss man halt entsprechend die Prozesskette so beschreiben und auch die Daten so weit aufnehmen. Aber wir fügen alles zusammen, bringen alles zusammen und was das im Detail bedeutet, ja, das zeige ich Ihnen jetzt. Natürlich eine Ablage der Originale und natürlich alle Anhänge und natürlich der Protokolle, die dazugehören. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Vollständigkeitskontrolle. Sie sind verantwortlich, alle Daten nachher natürlich zusammenzukriegen und auch nachzuweisen, dass Sie sich darum gekümmert haben, dass alles da ist. Und diese Protokolle, ja, das kann man natürlich manuell machen und durch tägliches Gucken. Bei Millionen und Milliarden von Daten wird es dann aber irgendwann mal schwierig. Und da auch jedes Original zusammen zu haben und dann nur einen Klick entfernt zu haben, das gehört mit dazu. Das will nämlich nachher dann auch der Prüfer und wir ermöglichen das auch durch unsere Lösung. Nächster Punkt ist natürlich die Bereitstellung der Prüfungsdaten und das in den unterschiedlichen Formaten, die jetzt gang und gäbe sind. Zum einen, Sie kennen es vielleicht IDEA aus der Vergangenheit, Finanzbuchhaltung, ein Standardtool zur Prüfung der Buchhaltungsdaten. Da gibt es jetzt neue extra für die Kassendaten. Das ist das Amadeus Verify. Vielleicht haben Sie es schon gehört. Ansonsten möchte ich Ihnen den Hinweis geben, da mal zu recherchieren. Und natürlich die entsprechenden Derivate in Richtung DSFIN-VK, also dass ich die Daten aufbereitet dem Prüfer auch übergeben kann. Dann brauchen Sie natürlich die Werkzeuge für die Prüfung von links nach rechts, progressiv, retrograd. Sie brauchen ein aktives Datenmanagement, da an der Stelle mit den entsprechenden Signaturgebern. Da gibt es 2 in der Cloud, und zwar die Deutsche Fiskal und auch die Fiscally. Die bedienen wir da auch. Das heißt, Sie müssen sich nicht selber darum kümmern, die Daten dort zu holen, sondern wir holen die über die entsprechenden APIs und legen die in Ihrem Archiv ab. Dann alternative Fiori-Oberflächen für die Leute, die nicht immer so mit SAP umgehen. Dort haben wir entsprechende Möglichkeiten geschaffen, diese ganzen Daten auch zur Ansicht zu bringen. Und letztendlich brauchen Sie ein aktives Lifecycle-Management. Das heißt, auf Ebene Tag-Filiale die Daten auch entsprechend soweit abzulegen, zu verwalten und, wenn eine Prüfung kommt, die natürlich dann auch wieder zur Verfügung zu stellen. Das Ganze mit einem integrierten Dokumentenmanagement. Ich habe anfänglich über Verfahrensdokumentationen gesprochen. Ich habe über die Benutzerhandbücher gesprochen. Die müssen wir natürlich auch verwalten. Auch hier bieten wir eine Möglichkeit, das Ganze revisionssicher über unsere Lösung abzulegen und das Ganze modifikationsfrei in einem beliebigen Subsystem.
Das Ganze natürlich althergebracht ERP, SAP ERP, aber natürlich auch unter S4. Ja, und die neuen Themen, die sich jetzt bei der SAP soweit tummeln, wie SAP BTP, also Lösungen in der Cloud, auch die bedienen wir schon über unsere Oberflächen und können hier eine entsprechende Lösung zur Verfügung stellen. Das Ganze unter Nutzung bestehender Hard- und Software, das heißt, gehen Sie nicht in eine Cloud oder sind noch nicht in der Cloud, können wir das natürlich auch bei Ihnen soweit entsprechend installieren. Und das ist jetzt auch die Regel, wo wir mit unseren Lösungen entsprechend unterwegs sind. Und so sind auch die Developer und wir in Berührung gekommen, weil wir natürlich bei entsprechenden Kunden auf die entsprechenden Archive soweit gestoßen sind und dieses Zusammenspiel sich als sehr, sehr vorteilhaft für uns alle erwiesen hat. Wie sieht so etwas dann in der Anwendung aus? Das ist jetzt nicht so spannend. Das ist ein Monitor, wie Sie ihn vielleicht auch aus anderen Teilbereichen soweit kennen, wo man jeden Bon soweit sieht mit seinem jeweiligen Status in einer Ampelfunktion und letztendlich Positionsdaten dann auch dazu und die entsprechenden Anhänge. Das ist eher seltener, dass man da reingucken muss, denn die ganzen Automatismen, die dahinter hängen, mit der Vollständigkeitskontrolle oder auch Benachrichtigungen im Fehlerfall, die werden natürlich entsprechend eingepflegt, werden automatisiert erzeugt und nur dann einen Hinweis gegeben, wann was nicht in Ordnung ist. Wer SAP ERP nicht mag, wer die SAP GUI nicht mag, natürlich gibt es das Ganze auch sexy. Da haben wir eine entsprechende Fiori-Oberfläche, die da noch anhängig ist, wo natürlich all die Informationen, die Sie sonst auch über die SAP GUI zur Verfügung gestellt bekommen, auch soweit einzusehen sind, bis hin, dass die Daten auch für Prüfungszwecke runtergeladen werden können. All das sehr selbstführend, sehr ergonomisch natürlich auch gestaltet. Ja, und letztendlich in Ihr Fiori Launchpad auch entsprechend integrierbar. So, und dann bin ich auch schon fast am Ende der entsprechenden Ausführungen. Ich fasse jetzt nochmal soweit zusammen. Auf die Anforderungen laut GOBD brauchen Sie ganz sicher eine Antwort. Und natürlich auch im Bereich der Fiskalisierung. Und dass das nicht so einfach ist, alles so weit zusammenzubringen, das habe ich Ihnen, denke ich, jetzt darstellen können. Haben jetzt gerade in der letzten Zeit viele gesagt, ja, unsere Kasse, mit der Fiskalisierung sind wir soweit durch. Erleben wir gerade viele, viele Rückfragen, auch in unsere Richtung. Und wie gehe ich jetzt mit den Daten um? Das eine geht nicht ohne das andere. Es muss auch alles verwaltet werden, es muss auch alles zusammengebracht werden können. Und deshalb brauchen Sie auch eine entsprechende Lösung, um all diese Daten letztendlich auch zu verwalten, zu auditieren, naja, und die Vollständigkeit zu haben. Und ganz, ganz wichtig natürlich ein stabiles, performantes Archiv darunter. Und das natürlich auch alles komplett zertifiziert mit dem Zusammenspiel mit der SAP, mit den entsprechenden Applikationen und natürlich dann auch in der Gesamtheit. Und letztendlich ist unser Add-on eine Lösung dazu, die sehr zeitnah auch entsprechend umgesetzt werden kann. Zeitnah ist dann immer ein bisschen relativ. Wir gehen natürlich immer von sehr, sehr vielen Standards aus. Wenn man über die gängigen Kassenanbieter spricht, die zu implementieren, das ist relativ einfach. Wenn es da Individualentwicklungen gibt, mit denen wir uns jetzt auch oftmals auseinandersetzen müssen, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber so etwas erarbeitet man dann in einem gemeinsamen Workshop. So, und zu guter Letzt, bleiben Sie mit unserem Add-on revisionssicher. Wir haben sehr viele entsprechende Referenzen, hier ein paar davon soweit aufgeführt. Und natürlich, wenn wir da noch weiter in die Tiefe gehen wollen, noch weitere Informationen über unsere Homepage, dann finden Sie uns auch im SAP Store. Wir haben ein White Paper geschrieben, wo nochmal all das, was ich Ihnen von der Argumentationskette, Kausalkette gerade aufgeführt habe, nochmal erklärt wird. Wir haben sehr kurzweilige Videos und Sie haben vielleicht eben auch die entsprechenden Figuren schon in dem Foliensatz sehen können. Das führt sich natürlich sofort und in den Filmen zeigen wir in 1,5 Minuten sehr kurzweilig das ganze Management und kindergerecht soweit auf. Und ja, verweisen möchte ich auch auf unsere Success Story mit der Firma Tegut. Dort sind wir sehr stolz darauf, dass wir die Kollegen vor 1,5 Jahren für uns begeistern konnten und wir eine ganz tolle Geschichte erzählen konnten. Ja, das bis hierhin und ich bin sehr gespannt jetzt auch in der Folge, welche Fragen jetzt bei Ihnen entstanden sind und dafür stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.